Glaubst du, ich gebe dir 2 Millionen einfach so? Ganz ohne Gegenleistung? Du meinst es wirklich ernst, ja? Ich würde niemals über eine Ehe mit dir scherzen, Ansgar. Also schön. Meine Antwort ist ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Du willst die Heirat gar nicht. Irgendwas hat sie gegen dich in der Hand. Lass mich raten. Vermutlich gibt es sogar einen Vorvertrag, damit du auf gar keinen Fall mehr aus der Nummer rauskommst. Mach doch kurz deine Arbeit fertig, dann lade ich dich zum Mittagessen ein. Du? Mich? Warum? Weil du mir 2000 Euro geliehen und diesen Job hier besorgt hast? Okay. Okay. Dana, wann kann ich dir den Kleinen wiederbringen? Ja, ich weiß, ich wollte den ganzen Tag drauf aufpassen, aber bei LCL ist total viel los und die brauchen mich ganz dringend. Okay, super, bis später, No Limits. Ja, ciao. Büro Ansgar von Lahnstein, Kim Wolf am Apparat? Vincent Berg hier. Ich würde gerne Ansgar von Lahnstein sprechen. Tut mir leid, er ist gerade nicht in seinem Büro. Er müsste jeden Augenblick hereinkommen. Für dich? Was tust du hier? Sorry, dass ich dich mal besuchen wollte. Ansgar von Lahnstein? Vincent Berg hier. Wie geht es Ihnen, Frau Lahnstein? Oh, Kim, komm, wir lassen Ansgar ein bisschen alleine. Henne braucht doch bestimmt frisch. Raus! Kim, komm jetzt! Hallo? Darf ich noch meine Schuhe anziehen, ja? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ich dachte, Sie hätten Ihre Aphasie glücklich überwunden. Und ich dachte, ich höre erst nächste Woche wieder von Ihnen. Besonders geschätzte Geschäftspartner bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. 10 Millionen haben Sie schon. Die 90 restlichen werde ich auch noch auftreiben. Ich bekomme mein Geld. Immer. Wie schön für Sie. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Sicher. Zeit ist Geld. Grüßen Sie mir doch Ihre liebreizende Tochter. Kim Wolf, das war doch Ihr Name, oder? Meine Tochter lassen Sie aus dem Spiel. Natürlich auch viele Grüße an Ihren kleinen Sohn Hannes. Es freut mich, dass er gut in seinem Internat in der Schweiz angekommen ist. Jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn Sie meine Kinder damit reinziehen, bringe ich Sie um. Hallo? Was wollte der? Na, was wohl? Unter Druck setzen. Das war jetzt aber echt ganz schön viel Brüderschaft. Ja, da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Ist einfach so passiert. Noch ein? Nee, mein Magen ist super. Na dann. Wo kommt das Geschirr hin? Ja. Seit ich diesen Knoten in meiner Brust habe, das ist wie ein Albtraum, aus dem ich nicht wach werde. Das wird sich hundertprozentig als vollkommen harmlos ausstellen. Und was, wenn nicht? Wenn ich Krebs habe? Mach einen Termin beim Arzt. Verschaff dir Klarheit. Und dann wird sich hundertprozentig herausstellen, dass alles ganz harmlos ist. Hm? Im Moment ist doch das Schlimmste diese Unsicherheit. Ruf Ricardo an. Der ist dein Freund und er ist Arzt. Frag ihn, ob er dir sofort einen Termin macht. Charlie, ich habe mit den Kollegen der Onkologie schon gesprochen. Du hast gleich einen Termin. Danke. Es ist gut, dass du sofort reagierst. Also dieser Knoten kann eine ganz harmlose Ursache haben, aber wenn nicht, dann ist es das Beste, sofort zu reagieren. Ja, ich weiß. Setz dich. Du wirst gleich aufgerufen. Du weißt, dass du hier in den besten Händen bist.
Ja, Helmke hier. Ich habe eine dringende familiäre Angelegenheit. Kann jemand anders meine Bereitschaft übernehmen? Gut, danke. Ja. Danke, dass du bei mir bleibst. Ich bin immer bei dir. Soll ich dir die Flasche da lassen? Was? Ah, nee, danke. Slivovitz ist wohl nicht so deins, was? Ja, der ist mir ein bisschen zu heftig. Aber diese Spießchen, die waren gut. Du hättest die von meiner Großmutter ausprobieren sollen. Dagegen waren meine echt nur die Light-Version. Wie gesagt, ich fand sie hammergut. Hat man gesehen. Hast auch ganz schön reingeballert. Ich stehe nicht auf so Dürre-Models. Oh. Verdammt, ich habe einen Anruf verpasst. Martha, wo bleibst du? Die Mittagspause ist längst vorbei. Wir müssen mit dem Shooting anfangen. Lass alles stehen und liegen. Ich mach das nachher. Gab's Ärger? Nee, nicht so schlimm. Wo warst du? Ey, tut mir leid, ich habe komplett die Zeit vergessen. Ich war zu Hause mit Sascha. Er hat für mich gekocht. Als Dankeschön für das Geld, das ich ihm geliehen habe und den Job. Verstehe. Wir haben diese Balkanspieße, weißt du? Wir haben gegessen und dann ein bisschen Slivovitz getrunken. Und dann habe ich... Dann hast du meine Nachricht abgehört. Genau, so ungefähr war's. Sag mal, wie weit seid ihr eigentlich mit dem Fotoshooting? Fertig. Was? Jetzt echt? Ich würde sagen, du trinkst jetzt erstmal einen Liter Wasser, damit du wieder klar wirst. Und danach bräuchte ich für die Abnahme der Fotos. Und was Sascha angeht, werd mir bitte nicht... Wenn der Hannes auch nur ein Haar krümmt, dann bringe ich ihn eigenhändig um. Und dich gleich mit. Hannes ist in Sicherheit. Ich habe einen ganz hervorragenden Bodyguard engagiert. Allerdings muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich Kim aus der Schusslinie kriege. Vor allen Dingen solltest du dir überlegen, wie du die fehlenden 90 Millionen für dieses Pipeline-Projekt locker machen kannst. Sonst wirst du diesen Kerl nämlich niemals los. Das weiß ich selbst, Tanja. Herrgott, Ansgar, wie konntest du dich auf so Mafiosi einlassen? Wie oft denn noch? Ich brauchte jemanden, der mir hilft, schnell und problemlos diese Firmengelder beiseite zu schaffen. Entschuldige mal bitte, dann informiere ich mich doch über so einen Mann. Seine Morddrohungen sind kein Bluff. Es existiert eine Akte über ihn beim BKA. Ernsthaft? Woher weißt du das? Ich habe halt meine Verbindungen. Ja. Kannst du uns Zugang zu dieser Akte verschaffen? Ich arbeite dran. Und du arbeitest jetzt daran, dir von Sebastian die 100 Millionen zurückzuholen, die er dir abgeluchst hat. Ja, natürlich. Das hast du doch selbst auch schon versucht. Was hast du hier angebracht? Seine dreckigen Socken. Der dämliche Seppel ist halt nicht ganz so dämlich, wie wir dachten. Und das Geld kommen wir so ohne weiteres nicht ran. Dann müssen wir ihn eben dazu bringen, es dir zu geben. Ja, na klar. Wir gehen einfach zu ihm und sagen... Moment mal. Das könnte sogar funktionieren. Ja, den Laden kenne ich. Aber der ist doch sowas von 2012. Was? Ey, darauf rutscht man aus. Vorsicht, hier ist nass. So ist das eben mit den Models. An denen ist alles schlank. Leider auch das Gehirn. Gut, komm, gib her, ich mach schon. Sag, willst du mich gleich wieder arbeitslos machen? Jetzt, nachdem du mir den Job besorgt hast? Nein. Gut. Ich habe vorhin leider in der Eile doch meine Schlieberwitz-Flasche bei dir vergessen. Tut mir leid. Kann ich die nachher nach der Arbeit bei dir abholen?
Du, die kann ich auch morgen mitbringen. Oder so. Das ist aber nicht ein Problem mit dem Kuss von vorhin, oder? Nein. Ich wollte dir sagen, es war total nett mit dir, wirklich. Aber du, ich hab da so einen Typen. Ich bin nicht vergeben, aber weißt du, ich wollte, dass du das weißt. Da wird nichts sein. Ich meine, du rauchst nicht, du trinkst nur in Maßen Alkohol. Du bist topfit. Spielt alles eine Rolle. Es gibt auch genetische Faktoren. Ja, gut. Gab's in deiner Familie schon mal Krebs? Meine Mutter ist an Brustkrebs gestorben. Ja, Krebs überspringt oft eine Generation. Habe ich gelesen. Frau Charlotte Schneider? Ja. Kommen Sie bitte mit. Es wird alles gut, okay? The only thing you can think of is me, waiting for you by the window with the brightest red lipstick on my lip. Just Ja, natürlich, rund um die Uhr. Auch auf dem Internatsgelände. Hannes Direktor habe ich bereits verständigt. Und hören Sie, wenn Sie irgendwas Verdächtiges sehen, rufen Sie mich an, ja? Danke. Kim, warte doch mal. Wo ist denn der kleine Hosenscheißer geblieben? Den habe ich wieder abgegeben. Ah, okay. Ich wollte dir nur sagen, tut mir leid, dass ich dich vorhin so abgewimmelt habe, aber das war ein wichtiges Telefonat. Schon okay, heute ist eh ein Scheißtag. Moment, wieso? Hat dich die ölige Küchenschabe wieder belästigt? Nein, es ist allgemein. Ich will einfach nicht mehr dran denken, okay? Wer könnte das besser verstehen als ich? Weißt du was? Ich glaube, du brauchst vielleicht einfach mal eine Auszeit. Was hältst du davon, wenn ich den Urlaub spendiere? Wie? Einfach so? Naja, ich meine, du willst nicht mehr deinem Noch-Ehemann begegnen und vielleicht ist das dann ganz praktisch. Am besten, du nimmst den Firmenjet und fliegst noch heute. Ist wirklich? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, Vorsicht. Oh, sorry, stimmt. Kein Entschuldigung. Problem. Und wo soll's hingehen? Naja, ich würde sagen, pack den Bikini ein und ich habe den Verdacht, man kann da ziemlich gut shoppen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist der Beste. Danke, danke, danke. Ich gehe mal packen, ja? Okay. So viel dazu. Und jetzt zu dir, Sebastian. Ein Treffen auf neutralem Boden? Was soll ich denn davon halten? Ich dachte mir, das wäre vielleicht ein ganz guter Ort für Friedensverhandlungen. Letzte. Was ist los mit dir? Du heiratest Tanja, bietest mir Frieden an. Hast du ein Problem, von dem ich nichts weiß? Ich sag's mal in einem Bild. Es macht wenig Spaß, König in einem Land zu sein, in dem Bürgerkrieg herrscht. Um im Bild zu bleiben, du bist höchstens ein drittklassiger Diktator. Über kurz oder lang schadet unser Streit der Firma. Unsere Firma absichtlich fast in den Ruin getrieben hätte? Du
vermisst deine veruntreuten Millionen schon sehr, oder? Und du kannst nichts damit anfangen. Also investier das Geld wieder in die Enterprises. Warum sollte ich? Weil das Geld nicht dir, sondern der Familie gehört. Das sagt der Richtige. Ansgar, hör auf, dich als Rächer der Enterbten aufzuspielen, das steht hier nicht. Wie, jetzt ist das alles? Keine Drohungen, kein... nichts? Oder hast du etwa Wortfindungsschwierigkeiten? Ich habe einfach keine Kraft mehr. Seit meinem Unfall habe ich permanent Schmerzen und ich frage mich, wie es dazu kommen konnte, dass selbst jemand wie du auf mich schießt. Ich habe auf die Reifen geschossen. Ich will dir auch keine Vorwürfe machen. Tatsache ist aber, dass dieser Streit aus dem Ruder läuft. Lass ihn uns beenden. Für was brauchen die so lange, um eine Gewebeprobe zu analysieren? Naja, sie schicken es in ein Labor. Ja gut, aber eine Woche? Ich bitte dich, sowas muss doch schneller gehen. Irgendwie werde ich die Unsicherheit schon noch durchstehen. Oh, was ist das denn? Ach, ich wollte dir zeigen, was Olli und ich uns für die Hochzeit ausgedacht haben. Lass liegen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und das sind die Ringe? Oh ja. Entschuldige. Helmke. Ja, aber ich habe doch extra vorher angerufen. Verstehe, ja. Ja, ich komme. Entschuldige, ich muss los. Großer Einsatz am Hauptbahnhof. Lässt sich nicht vermeiden. Ja, danke, dass du es probiert hast, aber ich komme hier schon klar. Charlie, du solltest jetzt nicht alleine sein. Ich werde Elisabeth besuchen. Versprochen? Versprochen. Shaking like a tender reed, girl, you know. Taking like an autumn leaf when the wind blows. Eins verstehe ich nicht. Warum können wir nicht Frieden schließen und ich behalte die 100 Millionen einfach? Weil es dann kein wirklicher Frieden wäre. Das weißt du ganz genau. Was hast du vor mit dem Geld? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Wann habe ich dir jemals Bericht über unsere Investitionen erstattet? Eben. Wir haben ja gesehen, wohin uns das führt. Na schön. Was willst du? Chief Financial Officer werden. Finanzchef. Ja, dann. Sebastian, warte. Mir ist schon klar, was du willst. Du willst sicher gehen, dass ich das Geld nicht wieder unbemerkt abzweigen kann. Das hast du aber schön erkannt. Aber als mein Stellvertreter und Justiziar der Firma hast du doch auch Einblick in alle Kontenbewegungen. Ja, nachdem das Geld geflossen ist. Aber als Finanzchef entscheide ich ja mit, bevor du deine Geschäfte machst. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, oder? Du überlegst es dir? Charlie, entschuldige, dass ich dich hab warten lassen. Aber ich habe einen Termin unserer Stiftung verschwitzt. Und dabei hatte ich Dana versprochen, mich um Maximilian zu kümmern. Und jetzt war ich im No Limits. Kannst du mal die Decke hinlegen, bitte? Ja. Danke. Um ihn abzuholen. So. Sag mal, du siehst aber gar nicht gut aus. Stimmt was nicht? Elisabeth, ja. Stell dir vor, ich habe einen Knoten in meiner Brust entdeckt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Charlie. Charlie, das muss überhaupt nichts heißen. Das solltest du allerdings gründlich untersuchen lassen. Das habe ich schon. Ich war im Krankenhaus. Aber jetzt dauert es
Eine ganze Woche, bis die Testergebnisse da sind. Ach so. Wichtig ist natürlich, dass du dich jetzt nicht verrückt machen lässt. Charlie, das kann eine ganz harmlose Erklärung geben. Ja, das hat Helmke auch schon gesagt. Und Ricardo und die Onkologin. Das, wo du jetzt so glücklich bist, wo die Hochzeit vor der Tür steht, oh Gott. Mein Gott, was rede ich da für einen Blödsinn, als ob es dafür den richtigen Zeitpunkt gäbe. Naja, aber es ist schon so. Helmke ist einfach zu schön. Jetzt ist endlich mal Glück in mein Leben eingekehrt und da muss mir das Schicksal natürlich gleich ans Reinwürgen. Charlie, das ist Unsinn, hör auf. Und das weißt du. Hör auf. Charlie! Bella, du bist hier? Ja. Justus hat mir gesagt, dass du da bist. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Wir haben uns nur sehr lange nicht gesehen. Mal wieder ein Plausch unter Freundinnen. Okay, schön. Ich muss auch leider zur Arbeit, also. Macht's gut. Ja. Tschüss, Bella. Ich will erst das Testergebnis abwarten. Das kann ich verstehen. Also jetzt noch mal für dumme Danas zum Mitschreiben. Warum hast du diesem Typen erzählt, dass du in wen anders verknallt bist? Damit sich Sascha keine Hoffnungen macht. Wieso sollte er sich Hoffnungen machen? Wir haben uns geküsst. Das ist natürlich ein Anhaltspunkt. Wie kam's? Wir haben Brüderschaft getrunken. Ah, okay, da gehört das natürlich dazu. Aber nicht so ein Kuss. Wie war's denn? Ja, schon ganz gut. Gut. Und nett ist er auch noch. Ja, total. Wo ist dann dein Problem? Was? Seit Wochen suchst du einen netten Typen, der dich von Juri ablenkt und dann fällt dir einer vor die Füße und... Also mit dem Ablenken funktioniert sowieso immer überhaupt nicht. Wieso nicht? Weil ich Juri jeden Tag sehe und wenn er mich so anlächelt wie vorhin, das... Oh nee, das klappt nicht. Hast du auch an Juri gedacht, als du Sascha geküsst hast? Nee, ich habe sogar einen Anruf von ihm verpasst. Aha. Okay, ich hab Juri mal vergessen. Und Sascha ist nett und sieht gut aus und kann auch gut küssen. Aber wo soll denn das alles überhaupt hinführen? Ja, das weiß man am Anfang doch nie. Du triffst dich mit ihm, flirtest ein bisschen, hast ein bisschen Spaß. Du müsst ja nicht gleich heiraten. Ja, Martha. Na du, hast dein ganzes Leben noch vor dir. Und du dein halbes. Auf dem Weg hierher, ich habe im Internet recherchiert. Es gibt so eine Betroffenenseite von Brustkrebspatientinnen. Bei allen hat es damit angefangen, mit diesem Knoten in der Brust. Und so war es ja auch bei meiner Mutter. Elisabeth, ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Charlie, jetzt wartest du erst mal die Diagnose ab. Und selbst wenn es Brust... Ich sage, wenn es Krebs ist, dann heißt es noch lange nicht, dass du daran stirbst. Denk doch mal an Ludwig, der hat 2-mal den Krebs besiegt. Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt runter damit. Auf jeden Fall begreife ich jetzt, wie schwer das alles für dich gewesen sein muss. Ja, das war's. Und du wolltest Ludwig ja sogar mal verlassen. Aber doch nicht aufgrund seiner Krankheit, sondern weil er so fahrlässig damit umgegangen ist. Du weißt doch, er hat sich überhaupt nicht geschont. Er hat ständig nur an seine Geschäfte gedacht. Du glaubst doch nicht, dass Frank dich verlässt, oder? Ich weiß es nicht. Er hat sich rührend um mich gekümmert, aber vorhin im Krankenhaus, als er sich unbeobachtet gefühlt hat, ich habe gesehen, wie überfordert er mit der ganzen Situation ist. Charlie, das ist ganz normal. Das war bei Ludwig und mir genauso. Wichtig ist nur, dass man sich und dem Partner das eingesteht, dass man wirklich im ersten Moment überfordert ist. Mhm. Er hatte es auf jeden Fall sehr eilig, zu seinem Job zu kommen. Aber das ist doch verständlich. Er muss ja erst mal lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Und du musst daran denken, wir sind auch noch gar nicht so lange wieder zusammen. Du glaubst doch wohl nicht etwa, dass er dich jetzt im Stich lässt. Charlie, ihr wollt heiraten. Ja, um die Welt zu entdecken, glücklich zu sein miteinander. Aber jetzt, wer weiß denn, was passiert? Vielleicht kommt
eine Chemotherapie auf mich zu. Ich verliere eine Brust. Krankheit, Depression. Ich meine, kann ich überhaupt erwarten, dass er bei mir bleibt? Na? Hab dich gestern im Ring gesehen. Geile Vorstellung. Und? Hast du deinen Job noch? Klar doch. Endlich mal was Festes. Und die Leute, die da arbeiten, sind auch cool. Warte. Kroatischen Abend gemacht, hä? Ich habe aber gesagt, dass ich was schuldig bin. Außerdem ist sie eine coole Frau. Ist sie? Schön, dass du noch mitgekommen bist. Ja, wenn Jessica ihr Handy ausgeschaltet hat, dabei weiß sie, dass wir noch 1000 Sachen zu erledigen haben für die Hochzeit. Ja, absolut. Entschuldigung. Ja? Das soll ich dir geben. Von Juri. Oh, okay, danke. Okay. Bin unterwegs. J. Okay. Solltest du ihm nicht einen Eiskaffee mitbringen? Ja, er ist relativ spontan. Daran muss man sich gewöhnen. Okay. Bitte. Ja, gerne kann ich ja Jessica mitbringen. Hast du noch mal drüber nachgedacht, über meinen Vorschlag wegen Sascha? Ja, angenommen. Ich werde mich mit ihm treffen. Und dann? Dann muss ich ihm die Wahrheit sagen. Wieso denn? Außerdem hast du doch schon gesagt, dass du was für wen anders empfindest. Ja, aber muss ich ihm nicht sagen, dass der wer anders Juri ist? Wieso? Die beiden sind Kumpel. Das kommt doch so oder so irgendwann raus. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich denke, er muss das nicht wissen. Aber Hauptsache, du triffst dich mit ihm und hast ein bisschen Spaß. Sag mal, Martha, die macht eine ganze Menge für dich, ha? Trägt dir der Mist hinterher, ist ständig für dich erreichbar. Das ist ihr Job. Dass sie dich aus dem Knast geholt hat, ist das auch ihr Job? Komm mal zum Punkt. Ich mag sie. Viele mögen sie. Ja, nicht so. Überleg dir, was du machst. Ihr arbeitet beide in derselben Firma. Ja, ich weiß. Friss nicht da, wo du kackst. Genau. Hey, Martha. Na, was geht? Ja? Na, jetzt schon. Wo treffen wir uns? Cool. Sebastian will Finanzchef werden. Ja, mit anderen Worten zweiter Firmenchef. Wieso war er früher nicht so smart? Was denn, willst du jetzt wieder die Seiten wechseln? Sei nicht albern. Das mit Sebastian und mir, das ist vorbei. Hier, Was ist das? die Akte über Vincent Berg. Dein Freund scheint eine nostalgische Ader zu haben. Er versenkt seine Opfer gerne mit Betongamaschen im Fluss klassischer Art. Also nicht, dass man ihm jemals wirklich hätte was nachweisen können. Tja, auf mich hat er immer einen äußerst kultivierten Eindruck gemacht. Das steht auch in der Akte. Man lässt sich leicht durch seine gepflegten Umgangsformen täuschen. Entschuldigen Sie bitte, aber darf ich mit Verlaub erfahren, was der Grund Ihres Besuchs ist? Ich möchte zu Ansgar von Lahnstein. Aha, sind Sie angemeldet? Nein, aber er empfängt mich trotzdem gerne. Bedauere, Graf Lahnstein ist leider zurzeit nicht im Haus und wir erwarten ihn nicht vor Ablauf von einer Stunde zurück. Guten Tag. Kann ich behilflich sein, Elisabeth von Lahnstein? Vincent Berg. Ist mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen. Oh, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Sie sind ein Geschäftspartner von Ansgar? Das ist richtig, aber leider scheint er unterwegs zu sein. Wenn Sie möchten, können Sie auf ihn warten. Ich leiste Ihnen gern Gesellschaft. Solch ein reizendes Angebot nehme ich mit dem größten Vergnügen an. Danke, Justus. Na dann. Gerne. Verdammt noch mal, Ansgar, es hat mich nicht mal einen Tag gekostet, um an die BKA-Akte über Berg zu kommen. Du kennst ihn seit Jahren und dir ist nie was aufgefallen? Wie kannst du so blöd sein? Du hättest dich über ihn informieren müssen und dann hättest du einen großen Bogen um ihn gemacht. Wenn du ihm nicht binnen einer Woche einen wasserdichten Finanzierungsplan über die restlichen 90 Millionen präsentierst, bist du tot.
Ich weiß. Und das Schlimmste daran ist, ich bin bis dahin noch nicht mal deine Witwe. Hey, du sag mal, ich bin jetzt im Park. Wo bist du? Was? Du kannst mich sehen? Hallo. Wartest du auf mich? Ja? Hey. Na? Hey. Ja, bis bald. Und? Was machen Ja, keine Ahnung, vielleicht gehen wir bei dem Wetter besser rein. Vielleicht ins No Limits was trinken? wir? Aber nur, wenn ich dich einladen darf. Danke, nicht nötig. Hey, da wo ich herkomme, macht das ein Mann beim Date. Oder ist das etwa kein Date? Okay. Aber dann lernst du mal ein paar neue Regeln kennen. Du packst? Ja, weißt du was? Ich habe nachgedacht. Du und Ich werde dich nicht aufhalten. Keine Sorge. Wie bitte? Frank, ich habe es doch gemerkt vorhin. Dich überfordert das alles. Du konntest ja gar nicht schnell genug zu deinem Einsatz verschwinden. Charlie, das war ein großer Einsatz. Du weißt, was das bedeutet. Wir fahren in Urlaub. Wir? Ja, wir. Oder hast du gedacht, dass ich mich jetzt aus dem Staub mache? Schon mal gehört? In guten wie in schlechten Zeiten? Noch sind wir ja nicht verheiratet. Nein, noch nicht, aber bald. Und jetzt fahren wir erst mal in die Ostsee, damit du auf andere Gedanken kommst. Wenn wir hier rumsitzen eine Woche und auf dein Testergebnis warten, fällt uns nur die Decke auf den Kopf. So, jetzt packen. Helmke? Ich liebe dich. Wir schaffen das. Der Deal ist geplatzt. Ich hab das Geld nicht mehr. Ich entscheide, wann ein Deal geplatzt ist. Das ist ein Foto von dir. Mit Text. Wo ist das Geld? I'm sicher. Was willst du? Chief Financial Officer werden. Sebastian? Du hast gewonnen. Hier, bitte. Danke. Wie kommt's eigentlich, dass du jetzt doch Zeit für mich hast? Meine Verabredung, die hat abgesagt. Ich hab dir schon mal gesagt, dass du eine sauschlechte Lügnerin bist, oder? Also. Okay. Es gab keine Verabredung. Aber ich musste mir einfach über einiges klar werden. Ob du mich treffen willst, obwohl du aufeinander stehst. Nein. Ich meine. Oh, okay, ich gebe auf.
Du hast recht, aber bist du sehr sauer? Wieso? Ich finde es toll, dass du so ehrlich bist. Findet man selten. Sag mal, kann ich noch ein bisschen ehrlicher sein? Klar. Also, der Typ, von dem ich erzählt habe, in den ich verliebt bin. Also, das ist... Juri. War nicht schwer. Ist das ein Problem? Sag mal, kann das sein, dass du mir ständig unterstellst, ich wäre nicht verliebt? Nein? Nein, also mit dem... wegen dem Kuss. Ich will das nur klarstellen, das zur Sicherheit. So, und jetzt lass mich mal das klarstellen. Ich finde dich cool, okay? Richtig cool. Aber das ist alles. Ganz easy. Okay. Ich dich auch. Hör auf, stoß mir an. So, die Fenster sind zu und die Geräte sind aus. Das war ja klar, Was? dass du recherchierst. Solange das Testergebnis nicht da ist, machst du dich damit nur verrückt. Mir tut es einfach gut, mich schon mal damit auseinanderzusetzen, was vielleicht auf mich zukommt. Kannst du das nicht verstehen? Doch. Vom Krebszentrum. Wusstest du, dass nur jeder 12. Knoten bösartig ist? Wirklich? Jeder 12. Unser Taxi, komm. Mit der Ostsee, Frank, das war wirklich eine gute Idee. Dann lassen wir uns beiden richtig die Köpfe durchpusten, okay? Oh, Tür zu. Los, komm, auf. Und Frank, die Ringe, sie sind wunderschön. Okay, noch eine Runde? Es lassen wir schon mal stecken. In Düsseldorf kann auch eine Frau bezahlen. Okay. Na dann, Prost. Prost. Okay. Ah, du hast einen Ball. Sag mal, kann ich noch mal ehrlich sein? Klar. Also ich habe da eine Sache, die spuckt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Nämlich? Wenn du mir dankbar bist, wegen des Jobs und des Geldes, Bin ich. triffst du dich dann deshalb mit mir? Nein. Ey, du kannst auch mal ehrlich sein. Ich meine, du wärst doch jetzt viel lieber mit deinen Leuten aus dem Boxclub zusammen, oder? Nein, wirklich nicht. Martha, nur weil ich dankbar bin, bedeutet es nicht, dass ich mich nur deswegen mit dir treffe. Nee, ey, ich glaub dir kein Wort. Aber es ist schon gut. Ich werde damit klarkommen. Ist schon okay. Nein. Witz. Dumme Sau. Ich eier hier die ganze Zeit rum. Ich habe heute den ganzen Tag rumgeeiert. Also komm. Graf Darmstadt, Sie haben Besuch. Nicht jetzt, Justus. Aber die Gräfin unterhält ihn nun seit mindestens einer Stunde. Na, das ist doch schön. Da hat die alte Schachtel ja wenigstens was zu tun. Japan ist im Frühling am schönsten. Zur Zeit der Kirschblüte. Gibt es eigentlich einen Ort auf der Welt, wo Sie noch nicht waren? Lassen Sie mich nachdenken. Ja,
In Malawi und am Nordpol. Da bist du ja. Du kannst deine Unterschrift gleich neben meine setzen. Erst will ich das Geld sehen. Tja, mein Mann und ich, wir wollten noch so viel reisen. Es ist so schrecklich, den Menschen zu verlieren, den man liebt. Das Einzige, was einem dann den nötigen Halt geben kann, ist die Familie. Ansgar von Lahnstein hat mir erzählt, wie verbunden sie einander sind. Ach, das hat er gesagt. Entspricht das etwa nicht der Wahrheit? Nun, ich kann Ihnen nur raten, nehmen Sie sich vor ihm in Acht. Hier. Ich habe die 100 Millionen auf ein Sonderkonto transferiert. Als steuerfreien Spekulationsgewinn über Singapur. Manchmal bist du gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Und wie komme ich jetzt an das Geld? Sobald du den Vertrag unterzeichnest, hast du volle Kontovollmacht. Dann kannst du das Geld jederzeit zur Lahnsteinbank überweisen. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich mir davon selbst ein Bild mache, oder? Dann hat Ihr verstorbener Mann Ansgar also auch nicht vertraut? Oh, seinem Instinkt, was Geschäfte angeht, schon. Scheint tatsächlich wasserdicht zu sein. Sehr schön. Damit bin ich jetzt Chief Financial Officer von Lahnstein Enterprises. Mein Mann, wissen Sie, der gehörte einer anderen Generation an. Für ihn standen Tradition und Moral immer an erster Stelle. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist für mich schwer vorstellbar, ein Imperium zu leiten, ohne Achtung vor der eigenen Familie zu haben. Oh, das kriegt Ansgar ganz gut hin. Ja, und ich habe meine 100 Millionen zurück. Nicht ganz. Was machst du da? Ich stelle nur sicher, dass du mit so viel Geld keinen Unsinn anstellst. Was? Moment. Wobei, damit hier kein falsches Bild entsteht, er ist mit Leib und Seele Vater. Er liebt seine Kinder. Er würde alles für sie tun. Ich habe soeben die gesamte Summe ans Finanzamt angewiesen. Verdammter Idiot. To